Ja, ich bin Sven Mattiesen, ich bin Maschinenbauingenieur. Ich habe lange Jahre in verschiedenen Unternehmen in der Produktentwicklung gearbeitet und bin vor 8 Jahren ans IPEK, ans Institut für Produktentwicklung, berufen worden hier am KIT. Ja, ich habe in eigenen Erfahrungen in der Schule erlebt, wie schwierig es für einen Schüler ist, überhaupt zu verstehen, was es heißt, als Ingenieur zu arbeiten. Und da haben wir eine ganz tolle neue Chance. Wir können Technik in die Schule transportieren und am besten das mit Lehrern tun, die auch wissen, was es heißt, als Ingenieur zu arbeiten. Und genau da setzt unsere Vertiefungsrichtung Technik erleben und vermitteln an. Unsere Naturwissenschaft und Technik Lehramtskandidaten am KIT dürfen zusammen mit Ingenieuren in kreativen Teams Produktentwicklung erleben, als Teil des Teams. Ich habe NwT und ganz besonders das Vertiefungsmodul Technik erleben und vermitteln gewählt, weil ich den Schülerinnen und Schülern die Ingenieursberufe näher bringen möchte. Bisher wurden die Naturwissenschaften ohne den Technikbezug gelehrt und das bringt jetzt NwT und eben dieses Vertiefungsmodul mit rein. Das Vertiefungsmodul besteht aus 4 Elementen. Wir starten mit der Vorlesung. Darin werden reale Industriebeispiele gebracht und anhand dieser Industriebeispiele werden dann die wissenschaftlichen Grundlagen für die Produktentwicklung vermittelt. Das nächste Element ist die Projektarbeit. Dabei entwickelt man gemeinsam mit den Ingenieuren ein Produkt und wird dabei auch voll eingebunden. Das heißt, man darf mitmachen bei der Projektplanung, bei der Ideen- und Konzeptfindung, beim Programmieren und beim CAD. Und man darf selbstständig entscheiden, was man aus der Vorlesung nochmal vertiefen möchte und in diese Projektarbeit einbringen möchte. Die Herausforderungen bei der Projektarbeit sind, die Schnittstellen zu koordinieren und die Zeitpläne zu erstellen und diese auch einzuhalten. Man hat dabei sehr viele Freiheiten, wird aber auch nicht alleine gelassen, da ein Teil der Projektarbeit dann die kollegiale Beratung ist, in der erfahrene Lehrkräfte und die Mitstudierenden einen Ratschläge erteilen und einen unterstützen in seiner Arbeit. Das nächste Element ist der Wettbewerb. Darin treten die verschiedenen Teams der Lehrveranstaltung gegeneinander an und man bekommt ein direktes Feedback, welche Produktentwicklung und am Ende auch welches Produkt am besten funktioniert. Dabei bekommt man auch die ersten Impulse, wie man später die Schülerinnen und Schüler in der Projektarbeit benoten sollte. Das letzte Element ist die Abschlussarbeit. Dabei wird ein Unterrichtskonzept entwickelt auf Basis des Gelernten zur Vermittlung der Ingenieursberufe. Dafür bekommt man auch Materialien wie zum Beispiel einen Lasercutter zur Verfügung gestellt, mit dem man dann Bauteile in der Schule direkt fertigen kann. Und man bekommt auch Feedback vom Betreuer und den Schülerinnen und Schülern, was man an seinem Unterrichtskonzept verändern oder verbessern könnte. Ich würde mich wieder für diese Vertiefungsrichtung entscheiden, weil sie sehr praxisbezogen ist und auch gleichzeitig wissenschaftlich fundiert. Außerdem baut man seine Technikkompetenz aus, weil man zusammen mit Ingenieuren arbeitet und man lernt, Projekte zu entwickeln, die sich nicht so sehr nach Unterricht anfühlen und dadurch den Schülerinnen und Schülern viel mehr Spaß machen. Ja, liebe Studierende des Lehramts, Deutschland lebt von klugen Köpfen, auch im Ingenieurumfeld. Gleichzeitig ist es sehr schwierig, Schüler darüber zu informieren, was es heißt, als Ingenieur in der Technik zu arbeiten. Mit unserer Vertiefungsrichtung hier am KIT, Technik erleben und vermitteln, bekommen Sie das richtige Handwerkszeug an die Hand, um das in den Schulen zu tun. Gleichzeitig haben Sie hervorragende Chancen auf dem Arbeitsmarkt mit dieser Ausbildung. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die Begeisterung, die Sie hier in der Lehrveranstaltung für Produktentwicklung selbst erleben, in die Schulen transferieren können.